Hallo und herzlich willkommen zu The Elder GamEngDo Enderal. Ich bin der RaLe und wir sind gerade auf der gleichen Stelle, wie wir es jetzt schon mal aufgehört haben. Ich tue nochmal speichern. New Save. Save schon. Okay. Und wir sind gerade auf der Suche. War das gerade Acrobat? Ah na, Arcanist. Okay. Wir sind gerade auf der Suche nach der werten Dame. Nach der Witch, wie man sie auch bezeichnen könnte. Aber mit der wollten wir ja noch ein bisschen quatschen. Das ist nichts für mich. Jesus, I just can't bloody believe it. Da ist niemand. Da ist niemand. Ebenso. Ebenso niemand. Und nochmal niemand. Unreliable. That's what they are. All of them. Irgendwie so wirklich finden tun wir sie gerade nicht. Jetzt schauen wir nochmal hinten im letzten Gebäude. Na, aber da waren wir noch nicht drin. Im Chronicum. Ich will allein mit ihr quatschen, weil mit ihr haben wir schon so viel gequatscht. Und es wirkt auch so, wie wenn sie und der Jasper die Baden Move sein, along. Oh, hey. denen man irgendwie näher treten kann, sagen wir mal so. Oh, hey. Lighjam. Chronicum Archive. Das letzte Mal haben wir es ja irgendwo im Keller stehen lassen. Ich weiß ja nicht mehr, wo das ist. Daman Keeper, da ist der Sun Temple. Da geht's nach oben, da ist auch Sun Temple. Na, schauen wir mal da oben. Ah, da haben wir das Eisding gehabt, also den Pyrean. Da kann ich so viel klauen. Und wenn ich es irgendwo verkaufen könnte, dann war das da schon der erste Punkt, wo ich jetzt hingehe und alles mitnehme. Weil ich will jetzt nicht einfach die Story weiterspielen, sonst hast du nämlich, hey, du hast so lange gewartet damit, du hast so lange gewartet damit. Und das sind noch wertvolle Chancen, die man verpasst hat. Ah, na, zu die Quarters wollte ich eigentlich nicht eine. Wo kann sie denn sein? Gibt's da einen Keller da drin? Weil ich finde nicht einmal das Kellergewölbe, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Da wo sie gesagt hat, ja, Kim dort und dorthin, weil sie will nicht, dass jeder das hört. Walk west. War das da? Emporium. Da waren wir davor drin. Oh hey, das schaut besser aus. Das schaut so kellergewölbig aus. Jetzt gehe ich wieder raus. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass der Sun Temple steht. Und jetzt ladet es auch noch ewig. Na, nicht abschmieren, Game, nicht abschmieren.
Okay, sind wir in dem Vault drin gewesen? Na. Oder doch? Es ist echt verwirrend. Oh, da ist ein Mad Rat. ...150 GB für eine Ratte. So, gehen wir wieder auf unseren Runebow. Das war dann angenehmer. Und jetzt sind wir schon wieder... Jetzt sind wir schon wieder zu schwer für alles. Da haben wir aber wieder eine Health Potion. Standard Health Potion. Und die muss irgendwas wegwerfen. Allgemein... Ja, Red Skin. Restore Stamina. Chicken Egg, Resist Magic. Poison Damage, Restore Mana. Den Goblet für einen halben Kilo. Könnte sich ausgehen. Na, man muss natürlich in Skyrim immer drunter sein. So, dann droppen wir da einen zweiten Goblet. Oh, dann weiß man, warum da unten die Ratten sind, wenn sie da die Essensvorräte lagern. Nur dann weiß ich jetzt wieder nicht, wie viel ich dann wirklich davon essen will. Wo bin ich da? Ich muss einmal speichern, weil ich habe die Vermutung, ich stirb gleich. Nope, nope. Okay, sehr komisch. Und da steht, this door is barricaded from the other side. Und die kann durchgehen. Wahrscheinlich ist es für später einmal wichtig. Oh. Golden Goblet? Wow. Die ist 6 Kilo. Was kann ich dafür... Ich kann halt der Cheese Wheel futtern. Na, die Rune Swords sind auch viel wert. Beehive Husk. Gehen wir einfach mal nach Weight allgemein. Der Spellbreaker ist zum Beispiel ein riesiges Ding. Aber das ist auch viel wert. Da haben wir ganz viele Staffs, die müssen wir loswerden. Silver Sword, Golden Goblet. Achso, der ist eh geklaut. Da droppen wir ihn wieder. So. Tun wir dann wieder daher. Unseren geklauten Goblet, den können wir eh nicht verkaufen, weil wir haben noch nicht die Fähigkeit, allen einfach Ware entgegenzuschieben und die geben uns Geld dafür. Okay.
Jetzt weiß ich dann, dass es da eine ganz eigene Ebene wieder auf dem oder von dem Tempel gibt. Ha. Gehen wir mal da eine wieder ins Emporium. Im Emporium drin sollen ja ein paar Sachen sein. Ich verstehe es aber einfach nicht. Wo ist das Kellergewölbe, wo ich mit ihr war? Huh. You're the one they call the prophet, aren't you? Congratulations on passing the trial. I guess. Huh? What do you want? So, Keeper, Aspirant. Wo kommen wir da oben hin? Nirgends. Da kommen wir wieder ins Sanktum, da war ich aber schon. Da kommen wir wieder außer. Aber ist der Balkon oder was? Ha. Ja, da ist der Balkon. Okay. Einfach mal für 9 Enderalian Pennies. Seien wir halt mal auf dem Balkon rumgelaufen. Dafür haben sie da extra eigene Tür ins Nichts gebaut. Wegen 9 Pennies. Ich hab echt keine Ahnung, wo es ist. Ich sollte wirklich mal schlafen gehen, einfach wieder für einen Tag, so wie ich es sonst einmal mache. Vielleicht ist es vielleicht schlaft sie ja gerade und ja, und ich suche gerade ganz verzweifelt nach ihr. Ja, es geht ja nicht. Aber da war ich zum Beispiel noch nicht drin. Grandmaster's Rooms. Ah, das ist mal ein Ender Scroll und was haben wir denn da vorne? Scrolls. Scroll of Soul Trail, ja, Ender Scrolls und alles einmal drin, das ist ja nix. Yes. Einmal in einem gemütlichen Bett schlafen, in einem schönen großen, dass man sich hin und her rollen kann. Aber jetzt ist 8 in der Früh. Ich wollte nicht zu oft schlafen. Ja. 8 a.m. Rise and shine. Ah, vielleicht sollte ich ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ihr einfach den Quest anmachen, dass ich sehe, wo es hingeht. Das wäre ja was, hey. Die Idee. Warum bin ich da nicht gleich draufgekommen? Ah. Manchmal habe ich echt so Momente, oder es sind keine Momente, weil für einen Moment war es zu lang. Manchmal habe ich einfach so Sachen, da denke ich mir echt so, wieso? Und jetzt steht sie da. Zaira, I heard about what happened on Half Moon Island. It's a wonder you and that mercenary made it back alive. But war, it just seems so unreal. How has it come to this? Now we not only have to fight these High Ones, but also some fanatic who thinks he knows best?
Nothing better than an unnecessary war while poised at the brink of extinction. Is there? Korek seems to convinced that he's doing is right, almost as if the High Ones are using him. Korek will regret opposing us soon enough, believe me. I know you mean that as a joke, but I'm afraid it's not too far from the truth. Yeah. Tell me, Saira, how is it possible that our beliefs about what's best for mankind are so different? Why are we so eager to be at each other's throats? Suffering leads to more suffering. Yes, that makes sense. You know what I find so hard to understand? Why there are so few people who actually care. So few people who feel the need to change something like you and I do. There are moments I just feel so powerless. As if we all know that if we keep going like this, we're headed for a catastrophe. But instead of changing course, we just stand by and watch. Do you know the feeling? I thought so. Whenever I think about it, I find it so hard not to get angry. Take all those upper city snobs with their colorful garments and exotic perfumes. They could put all that money to such good use if only they wanted to, but no, they don't, because they just don't give a damn about the poor. Sometimes I imagine going down there, grabbing one of them by the collar and dragging them down into the Undercity. And there I'd force them to see, just for once. But even that probably wouldn't help. I guess we only care about the things that directly affect us. Who fights against poverty if he's never suffered from it? No, it's not. It should be what everyone does. And once again, you've had to listen to another deluge of my whining. I guess I'm just not a person for pleasantries. Sorry. So it's fine, just try not to agonize over these things all the time. It's unhealthy, no need to be, enjoy our talks. Das ist was Positives. Don't be, I actually think the world could use more people like you. Das war wieder ein Kompliment. Nehmen wir das da. Saira, I have to ask you something. You said these things to me. Why? Interessante Frage. Direkt sein? Inappropriate sein? Oder Arschloch sein? Sagen wir direkt. No, but I just don't think that's a good idea. Friend-zoned. I'm not made for things like that. I've never felt the need for them, and honestly, I think it's dangerous. At least for me. Wenn man noch... Ja, haken wir mal nach. No, never. What? Because you know a lot about me, Saira, and I appreciate our contact, which is the only reason I just told you all of this. Wir sind so tief in der Friendzone gelandet. Let's leave it at that for now. We've still got a lot to do. The first of Quarak's ships will reach shore soon, and we have to be prepared. Yes? Tattoo? Oh, of course, you mean my mark. I've had that for as long as I can remember, and I don't have the slightest idea as to how I got it. No, it isn't. It's just there, that's all. It does. You're the first to tell me that, but thanks, I guess. Ach ja, will schleimen. So, jetzt haben wir mit ihr wieder geredet, das haben wir jetzt wieder...
Wir sind einmal ordentlich abgeblockt. Wir müssen uns also noch sehr viel Mühe geben. A machine that can banish these high ones. The mysteries of this world are endless, aren't they? Keep walking. Irrelevant. This madman, Koarek. He has completely reshuffled the cards. Now we not only have to deal with the High Ones, but also with him and his fanatics. However, there's also good news. You have probably seen it already. You managed to reconstruct the beacon. Physically, yes. And we also know how it works now. And how it can put an end to the cycle. Wow, das ist aber eigentlich viel Erkenntnis. It is easier than we thought. The beacon was constructed for one thing, to destroy the High Ones. Once reconstructed, infused with energy and activated, lit, as the Pyreans called it, it can banish the High Ones from this plane of existence. Immaterial, indeed. Essentially, they can be compared to the cold or to shadows. Omnipresent elements, yet we cannot touch them. Energy, if you will. However, there is a counterpart to each energy. Cold and fire, shadow and light. The High Ones and the beacon. Okay. Yes. Imagine a torch driving away the darkness in the moment it is ignited. This is what the beacon can do, except that the banishing will be permanent. Okay. Yes, as I said, it needs to be infused with energy before it can be lit. I take it you have noticed the 3 sockets on its base. They are what it draws its power from. Once they are filled, the beacon can be ignited and the High Ones will be undone, once and for all. At least, if the old writings are true. The only thing left for us to find out is what these energy sources are. But we are close. Give the Arcanists some more time and I will let you know if there's any news. In the meantime, get equipped accordingly. Some of the Nerimes have landed already, and outbreaks of the Red Madness become more and more frequent as we speak. No, there are not enough, and we must keep the few there are in our possession, in case anything unexpected should happen. The only thing we can do to stop the madness is to destroy the High Ones as soon as possible. Ja, es ist schon mal gut. Well, it's only fair to tell you. You've always been honest to me, so I will do the same. Have you ever heard of the Night of the 1,000 Fires? Nope. Okay, vaguely. Between 8,192 and 8,202, there was an underground movement in Kira called the Red Half Moon. They were brought into being by a group of intellectuals and philosophers who, under all the freedom of thought Saldrine granted them, started questioning the reign of the Golden Queen, and thus the Lightborn themselves. Ja. Correct, just as my son did. But other than him, they fought like cowards. Terror, dust crystals planted in the marketplaces, and assassinations, you name it. If they killed innocents, they blamed the Golden Queen, and if they killed her soldiers, they celebrated themselves as liberators. However, they never succeeded in putting her down, and neither did she in destroying them, which is why the court turned to the Lightborn for help. A division of the Holy Order led by me, a young keeper of barely 30 winters. Why did you have to come all this way from Enderal? None to be taken seriously. You know, not everywhere is the Order as present as here on Enderal, or as it once was on Narim. In Kira, we were ridiculed. I saw the Kiranian keepers who served the Golden Queen. A bunch of decadent gluttons,
who had dedicated themselves to the court's banquets rather than to the will of the gods. They were pathetic. Okay. A moon after our arrival, we received an anonymous tip on where one of the half-moon spaces was supposed to be located, in a small coastal village. As we entered it, we were greeted by the township's elders, and the villagers themselves had gathered behind them. You should have seen how they stared at us, as if we were plunderers. I should have seen by then that something was wrong. Yep. That's what they wanted us to think, and they did a good job at that. A veiled person here, an archer on the rooftops there. I got nervous, because villagers or not, they bested us in numbers, and they had kettled us. Then a man seemed to charge at us, and I gave the order to draw weapons. It was just the spark they needed. No, not a fight. A massacre. The villagers had pitchforks and shepherd staffs, and we had shadow steel swords, let alone the fact that we were trained warriors. I realized that I had made a mistake a split second after it started, but it was too late by then. My men, they slaughtered them all, like pigs. At the end of the day, 300 people were dead, and only 10 of them were keepers. Whoa. Well, what better proof of the Lightborn's cruelty is there than a division of keepers who, out of pure wickedness, slaughtered an entire village, women and children included. If the people had already distrusted us before that distrust had turned into hatred, then nothing could have changed that, not even the Golden Queen's heralds. We set sail back to Enderal a week later. 2 years after that, the Red Half-Moon destroyed itself due to infighting. Ironic, isn't it? Maybe. The Lightborn and the Grandmaster back at that time showed the compassion I wouldn't grant myself. But I learned one thing, and that is that I will never again let fears about my own life influence my decisions. What happened in Kira was the consequence of my own cowardice, and my unwillingness to give my life for a just cause. That will never happen again. Okay. Prophet. What? Really? That's interesting. Provided this is true, that means that the emissaries aren't just people who fight the cleansing. They are people who fight for it too. And that also means that whoever granted us our powers and our purpose isn't an enemy of the High Ones, but a neutral party. I beg your pardon. What? And the same goes for me? That's ridiculous. They wanted to deceive you, to sow discord. I saw the threat the cleansing posed before anyone else did. And without me, we would have never come that far. Something changed inside me since I fled from my prison. I feel it. And it is the same thing that made you a part of all this. Now, enough of this. Yes. Okay. Wir sägen da jetzt 3 so komische Dinger. Das heißt, wir müssen jetzt 3 Würfel, schaut aus wie Würfel, sammeln, damit man das dann noch anstarten kann. Man kann ziemlich aufklettern.
Prophet? So, jetzt soll ich ja Ding tun. Jetzt soll ich zu ihr im Sleep... Wow, wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Damn, das war schnell. Ha. Ja, dann speichern wir wieder eine Runde. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Das war jetzt wieder ein sehr... Ja, ich war am Anfang sehr verplant, aber danach ist es weitergegangen. Und jetzt können wir uns gleich mal anschauen, nachher, dass wir wieder unsere Rüstung ein bisschen verbessern. Vielleicht können wir ein Level-Up machen irgendwie. Mal schauen, wie oder wo das gehen könnte. Weil dann machen alle unsere Pfeile einen Punkt mehr Schaden, was ziemlich viel ist eigentlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den RaLe. Ciao, ciao.